Hallo meine Lieben, heute wollte ich euch zeigen, wie ihr ein Küchenbrettchen aufhübschen könnt, das ihr nachher als Deko-Element verwenden könnt. Und zwar mit einem Stencil, den ich euch schon gezeigt habe, wie ihr die machen könnt von Eigenart. Aber ich werde euch am Schluss des Videos natürlich auch noch ein paar Varianten aufzeigen, wie ihr das machen könnt, wenn ihr keine solche Stencils habt. Aber wir starten jetzt zuerst mit dem Stencil. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Ich hatte mir gedacht, für das Küchenbrettchen, das passt eigentlich cool mit diesem Stencil und den hatten wir ja schon in einem vorgängigen Video gemacht. Den kann ich einfach von der Rückseite lösen und dann auf mein Brettchen drauf machen, da wo ich das haben will. Dann drücke ich das gut runter, dass das gut hier drauf sitzt. Dann habe ich hier eine Farbe, die eher ein bisschen dickflüssiger ist. Und ich tupfe das jeweils einfach so ein bisschen drauf. Ich versuche nicht zu viel Farbe zu nehmen. Nehme ich da jeweils so ein Plastikteil, damit ich so ein bisschen vortupfen kann, damit ich wirklich nicht viel Farbe hier drauf habe. Und dann tupfe ich das quasi ab. Und ihr seht durch das Mesh auch da, wo es Farbe angenommen hat. It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down and the storm is on its way. But as long as you're around, everything. Hier drüben habe ich eine Stelle, wo sich das Netz ein bisschen gehoben hat. Das müsst ihr wirklich drauf gucken, dass das wirklich gut drauf sitzt. Ich hoffe, es ist jetzt nicht komplett zerstört, mein Design, aber jetzt gucken wir mal, wenn ich das hochhebe. Man sieht es ein kleines bisschen, dass sich hier das Ganze gehoben hat. Ich finde es jetzt aber nicht schlecht, aber da müsst ihr wirklich drauf gucken, dass das gut drauf sitzt. Aber ihr seht, ne, hat wunderbar funktioniert. Das lasse ich jetzt trocknen und dann könnt ihr euch entscheiden, ob ihr das so lassen wollt oder ob ihr da noch mit einer Schicht Lack drüber geht oder Mod Podge drüber geht. Logisch ist das jetzt nicht, das kann man nicht verwenden, wo man damit Essen drauf geht. Ne? Das ist Farbe und auch mit dem Lack nachher. Es geht eigentlich mehr darum, es ist so ein Deko-Element für in die Küche. Den Stencil selber, den kann ich jetzt auswaschen und die Sachen, die ich verwendet habe und das in der Zwischenzeit trocknen lassen. So, das Ganze ist jetzt auch schon getrocknet und ich finde, es sieht echt cool aus hier. Hat ein bisschen eine fehlerhafte Stelle, aber naja, ist handgemacht. Ne? Aber wenn ihr da drauf guckt, dass ihr den Stencil wirklich gut auf das Brett drauf presst und der dann, wenn ihr da mit der Hand drauf geht, dann durch die Wärme haftet der auch ein bisschen besser noch. Dann sollte euch sowas nicht passieren. Von der Farbe her, die war jetzt ein bisschen suboptimal, weil die habe ich fast nicht mehr vom Stencil runtergekriegt. Da würde ich eher was nehmen, was auf Wasserbasis ist, aber trotzdem eher dickflüssig für solche Sachen hier. Funktioniert besser. Ich habe es auch zum Beispiel mit der
Screen Printing Farbe von Speedball für Textilien habe ich das auch schon mal auf einem Topflappen probiert. Hat auch funktioniert. Okay, 'cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this moment to have you for myself in a cabin out in nowhere, just us and no one else. I've decorated everything to be perfect for this week. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. Another year went by, but the difference this time is that ever since July, I've been happier than I have ever been. It's safe to say that my love for you is true. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this moment to have you for myself in a cabin out in nowhere, just us and no one else. I've decorated everything to be perfect for this week. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. Jetzt zum Stencil selber. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ihr es machen könnt, wenn ihr keinen solchen Stencil habt. Der Vorteil von dem ist halt einfach, ihr könnt den wiederverwenden. Aber, und vielleicht ist es einfach ein fehlerhaftes Anwenden von mir, aber was ich festgestellt habe ist, ich kann das einmal machen und dann hat es trotzdem so ein bisschen Farbe, die runterläuft. Und wenn ich da auf das nächste Element drauf gehen würde, dann würde sich diese Farbe übertragen. Von dem her nutze ich die eher, dass ich da einmal was mache, dann wasche ich den Stencil aus und irgendwann später, wenn ich dann dasselbe wieder machen will, dann nehme ich den wieder und mache ein Element davon. Für mich ist es jetzt eher nicht eine Methode, die ich verwende, um mehrere gleichzeitig zu machen. Wenn ihr eben keinen Stencil habt, den ich euch gezeigt habe, dann könnt ihr sowas zum Beispiel auch mit einer Schablonierfolie machen. Da habe ich euch das auch schon mal in einem Video gezeigt, das verlinke ich euch hier oben. Das war die von Oracal, mit der habe ich sehr gute Ergebnisse erreicht. Die ist dann halt einfach nur einmal verwendbar. Beim Screenprinting, da mache ich es jeweils so, dass ich mit Vinylfolie arbeite. Da kann ich mehrere Durchläufe machen, das heißt, ich kann 10 Stück, 20 Stück hintereinander so das Screenprinting machen, aber sobald ich die runternehme vom Screen, und das muss ich ja, um das Ganze zu reinigen, dann könnt ihr die halt danach nicht wiederverwenden. Wenn ihr euch die Methode interessiert mit der Vinylfolie, das verlinke ich euch hier oben. Und eine weitere Variante von wiederverwendbaren Stencils, wo ihr das machen könnt, ist, wenn ihr die Flexfolie, also die Heat Transfer Vinyl des HTV, wenn ihr das auf einen Screen drauf bringt, könnt ihr den Screen auch auswaschen, nachdem ihr den verwendet habt und den nachher wiederverwenden. Das heißt, mit der Variante habt ihr das Thema, dass ihr mehrmals hintereinander drucken könnt und dann aber auch, den könnt ihr auswaschen und dann auch wiederverwenden. Auch das ist eine Variante. Aber per se, was ich euch heute zeigen wollte, war dieses Brettchen hier. Und ich kann mir das als Idee wunderbar vorstellen, wenn ihr so einen kleinen Geschenkkorb macht, mit zum Beispiel eurem Lieblingsrezept und den Zutaten dazu in kleinen Gläsern. Finde ich eine coole Sache. Und dann das Brettchen dazu als Deko-Element. Natürlich könnt ihr das nicht verwenden, um hier mit Esswaren drauf zu gehen, weil jetzt ist Farbe drauf, aber ich finde es als Deko-Element eine coole Sache. Und das war die Idee, die ich euch heute zeigen wollte. All I wanna do is spend
tomorrow.